römische Reich glaubte, die Welt zu beherrschen, bis die Dunkelheit des Teutoburger Waldes über sie hereinbrach. 3 ganze Legionen, 20.000 Mann, abgeschlachtet in Regen und Schlamm. Ihr Feind war kein Barbar, sondern Roms eigener Sohn, Arminius. Willkommen zum blutigsten Verrat der Geschichte. Stell dir eine Macht vor, die keine Grenzen kennt. Ein Imperium aus Marmor, Gesetz und unbarmherzigem Stahl. Das war Rom unter Kaiser Augustus. Von den brennenden Wüsten Ägyptens bis zu den schneebedeckten Gipfeln der Alpen beugte die ganze Welt das Knie vor dem römischen Adler. Man nannte es die Pax Romana, der römische Frieden. Ein Frieden, der mit dem Schwert erkauft wurde. Doch im Norden, da endete die Welt. Hinter dem Rhein begann ein anderes Reich. Ein Ort aus undurchdringlichen Schatten, giftigen Sümpfen und wilden, ungezähmten Göttern. Germanien. Rom glaubte, es könne auch dieses Land zähmen. Sie dachten, ihre Zivilisation sei stärker als die Natur. Im Jahr 9 nach Christus marschierten 3 der besten Legionen des Reiches in diesen grünen Abgrund. Es waren die 17., die 18. und die 19. Legion. 20.000 Männer, Väter, Söhne, Veteranen. Sie marschierten mit Stolz. Sie dachten, sie wären die Jäger. Aber sie wussten nicht, dass sie bereits beobachtet wurden. In den Augen des Waldes waren sie längst die Beute. An der Spitze dieses gewaltigen Zuges ritt Publius Quinctilius Varus. Varus war kein Mann des Krieges. Er war ein Verwalter, ein Politiker, verwandt mit dem Kaiser selbst. Er kam nicht nach Germanien, um zu erobern, er glaubte, die Eroberung sei bereits vorbei. Er war hier, um Recht zu sprechen und Steuern einzutreiben. Er vertraute auf die römische Ordnung, aber noch mehr vertraute er einem Mann an seiner Seite, Arminius. Arminius war ein Rätsel, geboren als germanischer Fürstensohn, aber als Kind nach Rom verschleppt. Er wuchs im Herzen des Imperiums auf, lernte Latein, studierte die römische Taktik und wurde sogar zum Ritter geschlagen. Für Varus war er der Beweis, dass die Barbaren zivilisiert werden können. Ein Freund, ein Ziehsohn. Die beiden aßen am selben Tisch. Sie tranken denselben Wein. Doch Varus sah nicht hinter die Maske. Er sah nicht den Hass, der in Arminius loderte. Während Arminius dem römischen Statthalter zulächelte, schmiedete er im Geheimen eine Allianz. Er vereinte die zerstrittenen germanischen Stämme mit einem einzigen Ziel: Verrat. Es war Spätsommer und die Tage wurden kürzer. Arminius kam zu Varus mit einer Nachricht: ein kleiner Aufstand im Nordwesten. Nichts Ernstes, aber es erforderte die Aufmerksamkeit des Statthalters. Er schlug eine Abkürzung vor. Ein Weg, der nicht auf den Karten verzeichnet war, mitten durch den Teutoburger Wald. Andere warnten Varus. Segestes, ein germanischer Adeliger, enthüllte sogar den Plan und sagte Varus ins Gesicht: Arminius wird dich verraten. Aber die Arroganz ist ein schlechter Ratgeber. Varus glaubte ihm nicht. Er hielt die Germanen für unfähig, eine solche Verschwörung zu planen. Und so gab er den Befehl, der das Schicksal der Welt verändern sollte. Der riesige Tross verließ die sichere Heerstraße. 15 Kilometer lang, beladen mit Luxusgütern, Frauen und Kindern. Sie betraten den Wald. Und mit jedem Schritt, den sie tiefer hineingingen, schloss sich die Falle hinter ihnen.
Der Wald war nicht neutral, er war ein Feind. Die Bäume standen so dicht, dass sie das Sonnenlicht verschluckten und Wurzeln wurden zu Stolperfallen. Dann begann der Regen, ein schwerer, kalter, germanischer Regen, der den Boden in zähen Schlamm verwandelte. Römische Sandalen rutschten, die schweren Lederzelte saugten sich voll Wasser. Die Stimmung kippte. Und dann das Signal. Plötzlich war der Wald lebendig. Speere flogen aus dem Nichts. Steine prasselten auf die Helme. Die Germanen griffen nicht offen an. Sie nutzten Guerillataktiken. Sie schlugen zu und verschwanden wieder im Nebel, wie Geister. Die römische Formation, die gefürchtete Testudo, konnte hier nicht gebildet werden. Die Legionäre waren eingepfercht, handlungsunfähig. Panik brach aus. Am Ende des ersten Tages hatten Tausende ihr Leben verloren. Aber Varus lebte noch. Er hoffte, das offene Feld zu erreichen. Der Morgen brachte keine Rettung. Die Angriffe wurden brutaler. Arminius kannte jede Schwäche der Römer. Er wusste, wie sie dachten, wie sie sich bewegten. Er lenkte sie wie eine Herde Vieh direkt in den Tod. Die römischen Schilde waren vom Regen so schwer geworden, dass die Soldaten sie kaum heben konnten. Bogensehnen rissen, Kavalleriepferde brachen im Schlamm zusammen. Am dritten Tag erreichten die Überlebenden einen engen Korridor. Er lag zwischen dem Kalkrieser Berg und einem tiefen Moor. Es war die perfekte Todeszone. Dort wartete der finale Schlag. Ein von Germanen errichteter Erdwall versperrte den Weg. Es gab kein Entkommen. Das Schlachten, das folgte, war kein Kampf mehr. Es war eine Hinrichtung. 3 stolze Legionen, die Bezwinger der Welt, wurden systematisch niedergemetzelt. Als Varus sah, dass seine Welt unterging, tat er das Letzte, was ihm blieb. Um der Schande der Gefangenschaft und Folter zu entgehen, stürzte er sich in sein eigenes Schwert. Seine Offiziere folgten ihm in den Tod. Der Kopf des Varus wurde abgeschlagen und als grausige Trophäe zu den anderen Stämmen geschickt. Rom war geschockt. In den Hallen des Palastes wanderte der alte Kaiser Augustus monatelang unruhig umher. Man sagt, er schlug seinen Kopf gegen die Türen und schrie die Worte, die unsterblich wurden: Quintili vare, legiones redde. Varus, gib mir meine Legionen zurück. Aber der Wald gab nichts zurück. Die Varusschlacht zog eine Blutlinie durch Europa. Der Rhein wurde zur Grenze. Rom expandierte nie wieder tief nach Germanien. Arminius hatte nicht nur eine Armee besiegt, er hatte den Lauf der Geschichte für immer verändert. Das war der Tag, an dem der römische Adler fiel.